Herzlich willkommen zu einem neuen Intro-TV-Video. Mein Name ist Dennis und heute machen wir wieder eine Nostalgie-Reaktion. Ja, in der vorigen Nostalgie-Reaktion haben wir uns die Wii U Preview Direct angeschaut, und haben quasi dann nochmal die Vision und die Vorstellung von Satoru Iwata gehört, was eigentlich Wii U bedeutet, und die Kommentare unter dem Nostalgie-Reaktion-Video waren doch sehr eindeutig, dass viele von euch zugestimmt haben, dass die damalige Kommunikation zur Wii U echt anders war, um es mal nett zu sagen. Und wir machen heute nicht weiter mit der Pressekonferenz auf der E3, die skippen wir, denn dort wurden halt Spiele für die Wii U gezeigt, sondern wir gehen direkt in die nächste Nintendo Direct, so wie wir es halt eben vorhatten in unserer Reihe, vom 22. Juni 2012. Und so wie es aussieht, geht es hier nur um Nintendo 3DS-Titel. Und das gucken wir uns am besten mal an, denn genau, deswegen machen wir das Video hier wieder auf und hören mal rein. Hi everybody. Immer noch der Player von Nintendo.de mit der extrem ungewöhnlichen Qualität des Videos. Genau, Satoru Iwata haben wir da eigentlich zur E3 gesehen. Und wie höflich er auch ist, oder war, gell? Total krass. Voll auf die Wii U konzentriert. Er muss noch mal erwähnen, dass er auch da schon erwähnt hat, dass es mal wieder Nintendo 3DS-Spiele zeigen würde und mehr Projekte für Nintendo 3DS. Und genau, in dieser Nintendo Direct-Ausgabe geht es. And we hope you'll be excited by what's coming up in the next couple of months for Nintendo handheld gaming. You may notice I have been saying we a lot. That's because it's now time to hand you over to Mr. Shibata, the European variety of Satoru, for today's presentation. Thank you, everyone. Ja, und schon geht's weiter zu Shibata. Ja, ein kleiner Blick aus der Produktion, wie Wii-Spiele und so weiter da gelagert wurden. Thank you, Mr. Iwata, for your kind introduction. Oh, ich kann mich noch an diese Präsentation erinnern. 2012 im Juni. Ich habe damals mein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Hab damals schon gehört, es gibt eine Nintendo Direct-Ausgabe und ich war nicht zu Hause. Ich konnte sie mir nicht anschauen, das weiß ich noch. Und es kommt da gleich eine Ankündigung. Da waren wir doch echt alle erstaunt gewesen darüber. Ich kann mich erinnern wieder. Nintendo of Europe Warehouse, out in the countryside of Germany. Ländlichen Gegend in Deutschland. Ja, war noch Groß-Ostheim gewesen, oder? Ich glaube, es war noch Groß-Ostheim gewesen. Oder in der Nähe davon. But today we have a very special delivery to Europe, and I wanted to be here to take a look. But please see for yourself. Ja. New Super Mario Bros. 2. Und ja, passend vor Release hat man noch so eine neue Handheld-Konsole angekündigt. Eigentlich mal gar nicht so blöd, der Real Trader, um zu sagen, ey, wir bringen einen Nintendo 3DS XL heraus. War gar nicht auch so blöd damals gewesen. Ich fand die XL-Modelle immer ganz cool. Mich hat halt immer genervt, dass die Auflösung der Spiele natürlich immer ein bisschen verschwommener war als auf dem kleinen Gerät. Anstatt irgendwie, keine Ahnung, die Auflösung ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Upgrade in das System reinzupacken und die ein bisschen hoch zu skalieren. Also richtig gut hoch zu skalieren. Ich fand es halt immer dadurch ein bisschen hässlicher, leider.
they would like a bigger 3D screen to play games on after the launch of Nintendo 3DS. And that's Die why Fans we haben sich ein decided to größeres work on Nintendo a new 3DS gewünscht. hardware version, our Sure, new Nintendo 3DS absolutely XL sure. system. So hinlegt, voll sympathisch. 4.88 inches, which is 90% larger than the current 90% 3D größer. screen. You will be able to see Nicht schlecht, Herr Nintendo 3DS Specht. XL yourself soon, as demo systems start entering store and exhibitions. There is also proportionally more 3D screen compared to the overall frame, and the rim around the edge is slimmer for an updated look. The bottom screen measures in at 4.18 inches, a similar increase from the 3.02-inch screen of the Nintendo 3DS. You can see the size and weight here. Krass, diese Although Comparison the screen is quasi 90% in Nintendo larger, Direct zu packen. hardware itself is only 46% larger. Making Wird's- the screen larger means, Wird's mit der Switch of course, heutzutage the auch noch backlight geben, ja. needs more power. Aber ein bisschen anders To vielleicht. compensate for this though, we made the battery capacity larger for longer playing times. The Mehr, resolution okay. and the processing power remain the same. Hey, wenn man sich mal so But die we've increased Spielzeiten anschaut the von size of the 3DS bundled SD card zur from Switch. 2 GB to 4 GB to give you more space for future software download. von 2 auf 4 We decided Gigabyte. to make the screen larger, Danke. but we also wanted to make Hat the auch nicht system lang gereicht available eigentlich. at a reasonable purchase price. Hat man sich schnell damals, glaube ich, eine 32 Gigabyte Because so many SD-Karte cards reingeknallt. already on a previous handheld, an AC adapter will not be included. If you have a Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, or a Nintendo 3DS, you can use your existing AC adapter. Ach, to das war charge schon die the Zeit, wo man nicht mal das Netzteil If dazu not, kaufen konnte, we have to gell? ask you to purchase one separately, and we'll make sure Boah, there are das plenty war schon- available at stores. Also in heutigen For Zeit the mit same USB reason, we Type-C, decided verständlich. to sell the Cradle with AC adapter Damals nein. separately as well. Damals musste eigentlich ein Since Netzteil we dabei already sein. received the Hat sich first Nintendo dagegen delivery of the entschieden. system, Sehr you krass probably damals, have muss man guessed wirklich the sagen. launch date is not far away. And you are right. Nintendo 3DS XL will actually launch in Europe from next month, July 28th Next to be month. exact. And as you saw in the video, the system will come in 3 colors, blue, red and silver. But that's not all. Ich hätte damals den weißen Also geholt launching some vom games on Mario the Kart same 7 day, Bundle. games that we think Der war cool. really take Ich habe damals sogar advantage echt of auf, the large auf screen eine of the system. etwas einheitlichere Farbe I'd really gewartet, like denn to ich show you fand those games Blau, now. Rot und But Silber I was, glaube ich, think gell? that would be better from another Nicht gut. place, as things Hat mir nicht might gefallen get damals. noisy here soon. The first new game is Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance from Kingdom Square. Hearts 3D Dream Drop Distance. Ja, das war auch auf jeden Fall ein richtig cooler Titel. Da haben wir darüber sogar in der letzten Nostalgie-Reaktion geredet. Wir haben, glaube ich, sogar die Ankündigung im japanischen Raum, glaube ich, sogar behandelt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. That's not the only demo available though. You can also sample Theatrhythm, Final Fantasy from Auch ein richtig gutes Spiel. Gibt es jetzt auch so quasi so eine Art beste Edition auf der Switch. Sehr zu empfehlen, das musikalische Spiel. Mir hat Spaß gemacht auf der Switch. You can also find the brand new Iwata Ask interview on our website today. Which will Echt, give gab you sogar einen all Link, the background details you need on www.iwatafrag.de. the site. Krass. Next, we are bringing out a brand new entry in the series that was popular in Europe. Okay. It's easy to see why we think this is a great match with the Nintendo 3DS XL. It's New Art Academy. Ah, okay. It will launch across Europe on July 28th, the same day as Ja, das war Nintendo schon 3DS XL. lustig For those gewesen. of you who didn't have a Nee, chance Art to Academy play Art war nie mein Academy Ding. on Ich Nintendo bin DS allgemein or künstlerisch Nintendo nicht so DSi begabt. Rare, Auch so you might malen be und so. surprised at Nie so how richtig easy it befasst. is to become a good artist with Ja. a little help. If you did play it, then I'm sure you are ready to enjoy all the brand new features in store for you. There are completely new lessons and the technique to learn.
Hat jemand ein solches Bild gemalt und sagen können, ich habe Mona Lisa gemalt? Ich glaube nicht. Mein Gott, es gab bestimmt schon Leute, die haben da echt schon krasse Sachen mit angestellt. And you can display your art in a virtual gallery like this. I don't think I'm the greatest Wow, war schon ein cooles Feature gewesen. Some people at Nintendo who are. One of our skilled artists in Nintendo Japan prepared a video showing how to create your very own Goomba. And I'm very pleased to tell you that the Goomba lesson will be available as a custom lesson for New Art Academy after the game launches. Now moving on to the next title that will also be available on July 20th. Oh, das kenne ich noch. Oh, voll vergessen. Freakyforms. Available from Nintendo eShop. Das sagt mir noch was. So we decided to make a retailer version which takes a fantastic original and adds more for me, a new RPG mode, multiplayer options and much more. Let's have a look at the new Freakyforms Deluxe. As with the original game, your first task in Freakyforms Deluxe is to create some creatures called formies and set them free on your own Freakyforms planet. Let your imagination wild as you choose ich kann mich echt noch erinnern. colors, body parts and voices and put life into the characters you've created to make your own unique formies. Once you're happy with your new creations, you can use them to explore the side-scrolling world around you. You can also customize the world with new background and scenery. When you talk to other formies you meet, you'll be given tasks to complete, and each time you finish a task, you will unlock more creation options and challenges. New to Freakyforms Deluxe is an RPG mode. In this new mode, you visit dungeons and try to complete an RPG quest with your formies. Okay. You'll battle other formies. Ich hab's glaube ich aber nie gespielt. Es war einfach nie mein Ding gewesen. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht angerührt. Aber ich habe eigentlich relativ nur Gutes drüber gehabt. Gucken gleich nachher mal, wenn das Video vorbei ist, mal auf N-Tower, was wir dann später was gegeben haben. Machen wir gerade eine kleine Notiz. Formies with each other, and you will be amazed at the designs some people come up with. You can set up your own themes or rules and create formies with your friends with local multiplayer or download play options. Use your AR card to take a look at your formie in the real world in 3D and snap a picture or two. Freakyforms Deluxe is a fantastic, engaging game where the only limit is your imagination. There is a plenty of new content for owners of the first game to enjoy, and newcomers to the series will have the fun of discovering everything for the first time. If you managed to watch our E3 coverage, you will know that we showed off some features from our new Nintendo 3DS Mario game. New Super Mario Bros. 2 Ja, ich finde es aber krass, dass ein Mario-Spiel eigentlich im August herauskam. Im Sommerloch. Kann man sich echt heutzutage nicht mehr vorstellen. In this game, coin collecting takes on a whole new dimension, and you can really enjoy the fun and the challenge of collecting up to a million. Ich war persönlich kein Fan vom zweiten Teil. Das war mir zu schnell durchgespielt, zu generisch. Ja. We also have a special new coin rush Einen mode Coin-Rush-Modus. You like never before. Watch a special feature video to see how collecting coins and coin rush mode feature in the game. Bum. Da fand ich den DS-Teil sogar besser. Sonst die Musik war immer gleich gefühlt. Deswegen war ich so froh um Super Mario Bros. Wonder, dass das einfach anders war.
Der Hut, der Münzen bringt. Voll die Münzenruscherei, ey. Katastrophe. Völlige Katastrophe. Oh Mann. Coin Rush. In einem neuen Modus namens Coin Rush ist das Ziel, so viele Münzen zu sammeln wie möglich. Du musst 3 zufällig ausgewählte Level in einer begrenzten Zeit meistern. Deine Restzeit und die Höhe, die du am Zielpfad erreichst, werden in Münzen umgewandelt. Entwickle deine eigene Strategie, wie du am besten an Münzen kommst. Teile deine Rekorde über Street Pass. Du kannst auch versuchen, die Rekorde anderer Spiele zu knacken. New Super Mario Bros. 2. Bald erhältlich für Ihr Nintendo 3DS-System am 17. August. Oh Mann. Ja. Fun Fact, ich habe das Spiel damals jemandem empfohlen, seiner Tochter das Spiel zu kaufen, zu Weihnachten, zu schenken. Tochter hat es bekommen, hat es am gleichen Abend noch durchgespielt. Die Blicke. Du hast es empfohlen? Hm? Ja. Ich musste mir einiges an Kritik gefallen lassen. New Super Mario Bros. 2 is cramped full of content to play through, like previous games in the series. But we would also like to offer additional download content after launch for this time. Oha, damals gab es ja take the opportunity to get additional feedback from you, download the content. players, to create a new coin rush courses that will be available to purchase as additional download content at a later date. Look out soon for more information on this. Now for something a little different. 2012 is a fantastic year for sports, and the London 2012 Olympics are definitely one of the highlights. Oha, die Olympischen I have Spiele, the pleasure London to damals. now introduce you to Sega's Sonic brand director, who has some exciting news relating to Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games. Gab es das Spiel damals dann nicht nochmal für die Wii? Ich glaube ja, oder? Hi everyone, I'm David Corliss, the Sonic brand director for Sega. As you know, we recently launched Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games on the Nintendo 3DS and Wii to celebrate the forthcoming Olympic Games. Ach, der kam schon Hopefully, many of raus. you have already had a lot of fun playing these games, but today I'd like to tell you about a new free application we've developed Wow. for the Nintendo 3DS version. It's called the Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games Virtual Card Album. Ein virtuelles Kartenalbum. That is exclusively available Oh, ja, geil. that allows you to collect Alter. 70 exclusive cards on your Nintendo, Damals haben wir uns über sowas gefreut. which will be available in 3D. Mit sowas musste man heute nicht mehr ankommen. Da würde man das Gähnen nicht nur hören, sondern auch spüren von allen Internetnutzern. Also, war das damals normal? Haben wir uns damals über diese Dinge gefreut? And because different cards have I different don't rarity know. values, the way you collect them will reflect the rarity of that card. So watch out for the announcements on special Naja, location hotspots to get the really das war rare damals cards. halt so, oder? Once you complete So, wir sind bei der the set, Hälfte you'll eigentlich receive a special angekommen. bonus card. But you'll Bis only jetzt, have bis them auf das to neue Nintendo 3DS-Gerät. So make sure you carry your Nintendo So durchwachsen. 3DS around so you can find them all. The promotion begins on July the 5th, and we hope you have a lot of fun completing your virtual card album. Good luck, everyone. Thank you. I also have some news about the special promotion we Eine are going to run. Celebrate the Promotion-Aktion. first year anniversary of Nintendo eShop. We are going to give you the chance War der to erst mal buy ein the Jahr alt most gewesen? popular software from Nintendo Okay. eShop at reduced prices. The sale will last for 2 weeks and start right after this presentation finishes. You'll be able to enjoy 20% off 5 popular games this week and another 5 next week. Don't forget to take advantage of this bonus offer.
Now the Olympic Games are indeed huge, but many football fans will be watching the Euro 2012 Oha, wie sie einfach die UEFA-Europameisterschaft erwähnt haben. Whichever country you are supporting, Okay. all fans love the excitement that great football brings. Was haben sie uns Which makes angekündigt? it a good time to tell you about the new Inazuma Inazuma Eleven football game Strikers. for Wii, which will arrive in Europe on September 28th. These unique RPG football action games have so Aber krass, dass du been very damals popular on ein Nintendo UEFA-Turnier, But this new ein offizieller Wii Name in version einer brings a Nintendo more Direct erwähnt haben. action-focused side to the series and can be enjoyed Krass. via TV screen for the finde very ich irgendwie first auch time. echt gerade ein Experience bisschen. amazing special moves Also Nintendo war damals ways schon anders. you've never seen before. Sind sie heute konservativer? Könnte man eigentlich schon fast sagen, oder? Ein Wii-Trailer. Level 5. Entwickeln, by the way, auch gerade ein neues, ich glaube ein Remake Inazuma Eleven Spiel für die Switch und wollen auf jeden Fall bald ein komplett neues herausbringen. Boah, ist der Trailer vom Sound übersteuert, ey. Oh, 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 oh. Klingt komisch. Ja. Next, I'd like to give you a few details on some Nintendo DS games. Also playable, of course, on Nintendo Damals wurden 3DS sogar echt so and 2D. 12 noch Nintendo They are games Nintendo from DS-Spiele one of the most angekündigt. popular gaming series ever. Can you guess them all? Yes, it's Pokémon, of course. Conquest. Firstly, let's talk about Oder? Pokémon Oh. Black version 2 and Pokémon White version 2, which will be Natürlich. out in store this autumn for Nintendo Schwarze DS. Edition 2, Around the weiße same Edition time, 2. we will launch the Pokémon Dream Radar game, exclusive to Nintendo eShop. You will be able to encounter and catch wild Pokémon Kann ich mich nur when you erinnern. move and direct your Nintendo 3DS Das in war your echt living room or even komisch. outside. The best news though is that there will be legendary Pokémon featured in entirely Sorry. new forms. You will find first in Pokémon Interessant, Dream oder? Radar. And once you capture them, you can transfer them to your Pokémon Black version 2 and the Pokémon White version 2 games. There is another Übertragen. related topic I'd like to mention Ein too. verwandtes Thema. Imagine you are out in the wild and you've caught some new Pokémon. Wouldn't it be great to find out more about them? Then just Wäre es nicht krass? Wir gehen raus in die Wildnis und fangen ein Pokémon. Ja. In der Realität. Nur um es dann mit dem Pokédex 3D Pro Informationen zu the kriegen. Pokédex 3D Pro Fassbar. application, which will also be available from Nintendo. Wie ist das so, wie das so You will trocken einfach find data erzählt? for more Als than wäre das jetzt voll die 600 Realität, Pokémon in the oder? application, and this is going to Die greatly Bada war help schon you echt ein on lustiger. your adventure in the Unova region. Pokémon Black version 2 and Pokémon White version 2 are both fantastic, deep Pokémon games for new and returning Pokémon fans. And when played on Nintendo 3DS, the experience gets even better thanks to Pokémon Dream Radar and the Pokédex 3D Pro. Let's take a look at the first English gameplay footage for Pokémon Black version 2 and Pokémon White version 2 now. Ich habe, by the way, nie schwarze, weiße Edition 1 und 2 gespielt. Nie hinbekommen. Also ich hab glaube ich, die Spiele sogar. Eine Edition zumindest, glaube ich, jeweils davon. Aber ich meine, allein die Sprites und so, die waren schon cool. Und die Kampfanimation war schon echt was Besonderes. Warte immer noch auf die Remakes. The other Pokémon news is about Das dauert bestimmt noch mal 10 Jahre. Run with Pokémon Typing Adventure. Pokémon-Tastenabenteuer. This does not sound like a normal Pokémon Kann mich noch game, erinnern. and it isn't. As the name suggests, Hab ich damals this is auf a Mediamarkt typing für 10 game Euro mal where gesehen. Players have to type quickly and accurately to research over 400 Pokémon. The game comes bundled with a Nintendo wireless keyboard, which connects to the game via Bluetooth
and can be used with other Bluetooth Damals gab es schon echt compatible Bluetooth. devices as well. Now, one of our localization team members from Europe is going to show us what the game looks like. This is one of the later levels in the game and is quite challenging. Ja, war damals schon echt cool gewesen, oder? Begin to increase and you are only man allowed machen. 4 mistakes. To get the best Macht das score Spaß? and catch all the Pokémon, you have to put your memory and reflexes to the test by typing quickly and accurately. Ah, guck mal Leute, ich kann von gut tippen. Oh, ich schlag sie alle. To run typing skills we really enjoy. Oh But Mann. presents a uniquely fun and a challenging experience for more advanced gamers too. It's also a great Das war schon echt ein ernstes Business hier. The Wireless keyboard, which will come in English, German, French, Italian, and Spanish versions. Run with Pokemon Typing Adventure will arrive in Europe in September. Now, why don't we return to Nintendo 3DS and take a look at the brand new trailer for a game that came out in Europe just last week. Heroes of Ruin is an exciting Gott, new Heroes of franchise from Ruin. Square Enix. Ich würde immer schön Werbung machen. Das Spiel ist erschienen. Honor and Adventure. Keine Ahnung, wie es verkauft hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut verkauft hat. Und dann nochmal schön Werbung. 37 Gründe. Uiuiui. Roar. Also, ich finde es krass, dass man damals, klar, gut, gab wahrscheinlich einen Exklusivvertrag zwischen Square Enix und Nintendo. Da gab es bestimmt einige Voraussetzungen. Hey, wir entwickeln hier so ein richtig cooles Spiel für Nintendo 3DS. Die Konsole ist für euch bei euch gerade rausgekommen. Ihr struggelt mit Verkaufszahlen. Wir bringen euch was Exklusives heraus. Aber dafür müsst ihr das zu Tode promoten. Klar, logisch. Warum soll Nintendo das nicht promoten? Aber... Also ich glaube im Kommentarbereich, jemand gelesen, der hat das Spiel, glaube ich, sogar gehabt. Und war relativ begeistert. 3D-Bäume. 3D-Bäume. Vor und zurück, Animation. Alter. Alter, was ist denn das für ein... Voller cute, ja. Nur für den Nintendo 3DS. 3D ohne Brille. Nintendo 3DS. Kennt doch jemand den Werbespot? Next, we have a trailer for something that has been popular in Europe. If I tell you, we are going to take a look at some features that only a gentleman could appreciate. Ja, von wo redest du, Mr. Shibata? Zum ersten Mal. Milch, kein Zucker, so wie früher. Gibt sich Professor Layton auf dem Nintendo 3DS. Halt dich lieber fest. Es begann mit einer Karnevalsparade. Okay, alles klar, beruhig dich. Er ist wieder da! Er ist wieder da. Dort. Okay. Was ist hier nur geschehen? Montedor, blickt zu deinem Freund empor. Er hebt euch. Ey, der deutsche Soundtrack, deutsche Sprachausgabe war echt damals richtig gut. Aber klar, Professor Layton war schon immer was Besonderes. Ein Abenteuer wie kein anderes. Den habe ich schon lange Henry geschenkt. Komm, wir gehen auf Schatzsuche. Uns erwartet Großes! Hinter dir! Sorry, Leute. Fast hätten wir es geschafft. Ich find's gerade echt so lustig. Gib mir die andere Hand! Ich kann nicht mehr! Okay. Uff. I'd like now to give you an Was? update on 2013? upcoming games for Nintendo 3DS.
Können gut We are hinkommen. looking forward to bringing you some of the games we have shown during E3, such as Luigi Mansion 2 and the Paper Mario. Paper Mario. But we also owe you some news on 2 other upcoming games, Animal Crossing and Fire Emblem for Nintendo Animal 3DS. Crossing, Fire Emblem. In order to provide the best end result and gives fans the quality they expect from Nintendo, we can confirm today that these 2 titles will now be launching in Europe in the first half of 2013. We are In Wirklichkeit wurden die gepusht, Animal Crossing so schnell wie möglich zu entwickeln, weil das Spiel einfach mal ein System-Seller ist, ja. Und der Nintendo 3DS wirklich zu dem Zeitpunkt immer noch gestruggelt hat, ja. Immer noch sehr gestruggelt hat. Und klar, Nintendo wollte auf die Qualität setzen, aber da wurde bestimmt schon Druck intern gemacht. sorry you will have to wait a little longer. But we Kein hope Problem, you dass wir so lange understand our warten desire mussten. to ultimately deliver a game that fans will love. However, we do have an update on another game, which is currently in development for the Wii U and Nintendo 3DS. Okay. At E3 last year, we announced we would release a Ja, new stimmt. game in the Super Smash Bros. Series. 2011 war das, glaube ich, gewesen. Iwata hat auf der E3-Pressekonferenz Super Smash Bros. Ein neues Spiel, so Super Smash Bros. 3 angekündigt für den Nintendo 3DS, also für die Wii U, als auch für den Nintendo 3DS und hat sogar eine Crossover-Funktionalität angekündigt. So nach dem Motto, keine Ahnung, ihr könnt mit beiden Editionen gegeneinander spielen. Ich glaube, das ging tatsächlich auch dann nicht, ne? Und der Sakurai, es gab damals ein Interview, das sich extrem überrumpelt gefühlt hat, weil er nichts von dem Projekt so richtig wusste. Oder zumindest es extrem noch in der Anfangsphase war. Wahrscheinlich so eine Kick-Off-Phase, so Ideen sammeln. Oh, steht ihr weiter auf der Bühne und kündigt das einfach mal an, um wahrscheinlich irgendwie die Sale zu pushen. Kann man sich nicht vorstellen mehr heute. Und Iwata hatte was ursprünglich, was geplant wurde. We had originally planned to build a development team from scratch to create Dafür aufzubauen, aber der Umfang des Projekts, as well as our desire to deliver the games to fans in a timely manner means that we needed to take a different wie approach. offen die drüber noch geredet We haben. partnered with Namco Bandai Games and Namco Stimmt. Bandai Studio on this Ja, project, and we'll stimmt. be leveraging their experience and expertise to bring Kann ich mich noch the games to erinnern, ja. Of course, Super Smash Bros. Creator Masahiro Sakurai. Aber muss ich sich mal will act vorstellen, as ja? game director and Es mussten 2 Super Smash Bros. Spiele für 2 Systeme entwickelt werden. Ein System, was viel Leistung hatte, also zur damaligen Zeit, die Wii U. Und ein anderes System, Nintendo 3DS, womit man Limitationen hatte. Ja. Was soll man tun? will lead the production as he has some 3 previous Minuten. installments in the series. Alongside Mr. Sakurai, Masaya Kobayashi, who most recently worked Go on Vacation, for alles klar. Wii, and Yoshito Higuchi, who has directed the Tales series before, will lead a team of talented and experienced developers within Namco Bandai Studio. The team has been working on the games since Mr. Sakurai completed the development of Kid Icarus Uprising for Nintendo 3DS. And today, we have special messages from Mr. Sakurai and Mr. Kobayashi that you can read on the Nintendo of Europe website. Alles klar. For a tennis-related tweet exclusive to this Exklusiven Nintendo Direct. Thema Tennis. Mario Tennis Open came out recently in Europe, and I hope many of you have been enjoying playing online. Did you get to play against me yet? No. I've also been keeping my eyes out for the special QR code that allow you to unlock different colored Yoshi characters to use in your game. There are still quite a few to be released, so look out for new codes in the next few weeks. This brings me to my special announcement. We have another very special character that we think will be popular with players,
and European user can download him right now or after the presentation. Für die ganze Einwohner von Europa Just start up your Mario Tennis Open Game and haben auf diesen Moment gewartet, um einen neuen Charakter hold runterzuladen. up on the controller pad and start. Then target the QR code on the screen with your Nintendo 3DS. You'll get a special guest in your game. Der stärkste Charakter in Mario Tennis Open. Hol dir Metall, Mario. Ich konnte es nicht so schnell lesen. And I hope you enjoyed hearing about some new and exciting games and hardware that we are bringing to you soon. As you know, we use Nintendo Direct to look at what's coming up in just the next couple of months. However, I wanted to leave you today with a reminder. Danke, Shibata, dass Sie uns an die tolle Spiele erinnern wollten. Just a little further on as well. There really is something for everyone. Aber jetzt mal ganz ehrlich, für eine Nintendo Direct-Präsentation für Nintendo 3DS und dann so eine Auswahl zu bekommen, wo das System noch so jung war. Die Nintendo Switch hatte viel mehr Titel. Auch viel mehr Third-Party-Titel. Das hat ja eigentlich schon gezeigt, in welcher Notlage auch der Nintendo 3DS da schon war und man den Karren noch zum Glück noch befreien konnte. Ja, man konnte ihn noch wirklich noch weit genug wegschieben. Ja. Bei der Wii U ging gar nichts mehr. Aber das ist ein Kapitel, den werden wir mal öfters in Nintendo Direct noch sehen. That's it for another European Nintendo Direct. Thank you so much for joining me and I hope to see you again at the next one. Süß. Okay, Leute, ich hatte euch was versprochen. Also erstmal gucken, gibt es es noch? iwata.frag.de Gibt's nicht mehr. Okay, schade. Freakyforms Deluxe. Guck mal. Es gab einmal das hier. Genau. Das war der erste Test. Von unserem Holger. Holger hat das Spiel damals sogar getestet. Nicht schlecht. Das ist Endtower. Ja, stimmt. Der hat damals ein Endtower-Monster gemacht. Das war bestimmt cool. So, und Deluxe. Auch damals von Holger getestet. Der blaue Endtower-Bär. Süß. Ja, cool. Nee, hat damals eine solide 7 bekommen. Ja, wie ihr seht, wir waren damals schon extrem aktiv. Und weil es gefragt wurde im letzten Kommentarbereich, Leute, ich bin schon seit 2007 bei Endtower, beziehungsweise damals Wii Tower dabei. Ich wurde gefragt, ob ich damals die Nintendo Direct-Ausgaben damals schon gesehen hätte. Natürlich habe ich die damals schon gesehen. Leute, was denkt ihr, wie alt ich bin? War ich Anfang 20er Jahren. Ich war voll drin. Ich habe damals bei Endtower haben wir richtig reingehauen. Heute natürlich genauso viel. Guti, da würde ich sagen, das war's mit der Nostalgie-Reaktion von Nintendo Direct vom 22. Juni. In der nächsten Ausgabe schauen wir uns die Nintendo Direct Wii U Preview an, wo Satoru Shibata über technische Details, über den Release-Termin, über den Preis und so weiter alles geredet hat. Deswegen, wow, okay, das sieht man sogar, das ist mittlerweile auch eine Timeline. Ach, guck mal, wir können uns das Video auch dann hier anschauen. Doch nicht mehr, okay. Dachte schon. Okay. Aber interessant. Da konnte man schon ein bisschen mehr machen. Na gut, Leute, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos anschauen wollt, dann könnt ihr euch gerne das anschauen oder halt eben unseren Kanal abonnieren und dabei die Glocke noch aktivieren. Viel Spaß!